Also hier sind wir bei 7,50 € Miete und hier fangen wir so bei 28, 30 € den Quadratmeter an. Das ist quasi die Vergangenheit und das ist die Zukunft. Ich suche gerade eine kleine Wohnung, 1 bis 2 Zimmer soll sie haben und es ist der komplette Wahnsinn. Ich schreibe locker am Tag 10 Vermieter an, trotzdem klappt es nicht. Und ich frage mich, hat ein Normalo wie ich in Großstädten wie Berlin oder Hamburg überhaupt heutzutage noch eine Chance, eine Wohnung zu finden? Und wie erhöht man eigentlich seine Chancen? Diese Fragen klären wir heute mit dem Berliner Immobilienmakler Achim Ammann. Wir sind hier im Bergmannkiez, ja? Das ist eine sehr beliebte Gegend. Ich habe mal bei ImmoScout geguckt, es gibt gar nicht so viele Wohnungen hier, die gerade zur Vermietung stehen. Woran liegt das? Das liegt damit, dass die wenigsten Eigentümer, die hier eine Wohnung haben, überhaupt vermieten. Die wohnen häufig selber in den Immobilien. Und das ist jetzt nicht so eine klassische Vermietungsgegend, sondern eher so eine eigengenutzte Wohngegend. Und jetzt stehen wir auch vor einem schönen Objekt. Was ist das hinter dir? Das sind die Riemers Hofgarten oder der Riemers Hofgarten. Das ist ein Bauabschnitt, den wir jetzt fast komplett abverkauft haben. Wir haben da jetzt noch 3 Wohnungen. Ich zeige euch mal eine Wohnung, die auch in die Vermietung gehen kann. Das entscheidet natürlich immer der private Vermieter. 7,50 € oder 10 € kalt pro Quadratmeter. In Berlin oder auch in Hamburg, wo ich eine Wohnung suche, fast zu schön, um wahr zu sein. Die Angebotsmieten in Berlin lagen zuletzt bei knapp 14 €, Außenbezirke eingerechnet. Und weil die günstigen Wohnungen kaum bei ImmoScout und Co. landen, sind die Optionen ohne Vitamin B in aller Regel deutlich teurer. Wir haben insgesamt 126 Quadratmeter. Was denkst du? Du bist ja schon so ein bisschen Profi. Ich würde sagen so 3, 5 warm vielleicht. Also wir sind so bei 25 € kalt. Das sind ungefähr 3.100 € für die Miete. Kaufpreis sind 999.000. So schön die Wohnung auch ist, die Miete liegt deutlich über meinem Budget. Auch dann, wenn ich hier mit jemand anderem einziehen würde. Wir haben im Endeffekt 3 verschiedene Mietergruppen. Du hast das Thema mit wenig Einkommen, dann hast du das Thema wie dich, also Leute mittleren Einkommen, und wir haben sehr wohlhabende Mieter. Die sehr wohlhabenden Mieter haben überhaupt gar kein Problem, eine Wohnung zu finden. Die im mittleren Segment, das ist ja wie so eine gaußsche Normalverteilung, gibt es sehr viele Menschen, aber viel zu wenig Wohnungen genau für diese Zielgruppe. Die bei dem bedürftigen Segment, also die wirklich keine Einkommen haben, Leute, die wie gesagt nicht arbeiten können, die haben einen Anspruch auf einen Sozialstaat, der sehr sie unterstützt. Das heißt, wenn du jetzt kommst und sagst, ich bin bedürftig und ich habe eine Wohnung und ich weiß genau, okay, ich kriege diese Miete vom Staat, das ist auch eine Bombenbonität. Ich weiß, ich kriege immer meine Miete. Das heißt, die sind relativ safe und dann heißt also, bis links und rechts hast du eigentlich nicht das Problem. Das sind aber vielleicht nur 10% im Markt oder lass es 20 sein, wenn es hochkommt. 80% der anderen, die knubbeln sich alle um dieselben Wohnungen und da entsteht das Problem. Mein Problem, selbst günstigere Wohnungen bekomme ich nicht. Liegt das vielleicht an meinen Unterlagen? Ich habe hier ein normales Anschreiben, meinen Lebenslauf, Schufa. Wie alt ist der Schufa? Die ist aus dem Mai, ich habe aber auch schon noch eine aus dem Juli, also das ist jetzt noch eine ältere. Die ist immer 60 Tage lang gültig, ne? Genau, das ist immer wichtig, dass die aktuell ist, ja? Okay. Und den schönen Freiheitsbescheinigung. Von deinem aktuellen Vermieter? Genau. Okay, die ist auch aktuell, sehe ich gerade. Die ist aus dem Mai, aber ich kann auch noch mal eine neue anfordern. Das passt. Ja, also kannst du ja einfach mal durchlesen, was ich hier so geschrieben habe. Das ist doch super. Das ist doch top. Ja, kann man jetzt nicht besser machen. Man merkt, dass du Journalist bist. Kannst schreiben, gehört zu den besseren Anschreiben, die wir so sehen. Genau, da kommt es bei dir eigentlich nur auf die Geschwindigkeit an, wie schnell du bist. Okay. Und ich glaube, so geht es halt auch vielen draußen da irgendwie. Die haben alles zusammen, die geben sich mega Mühe, die verdienen ganz okay. Ja. Und dann klappt es trotzdem nicht so. Ja, aber was kann man den Leuten dann noch raten? Also ich habe wirklich viele Mieter, die sagen, ich will unbedingt in dieser Lage. Ich möchte so eine Wohnung für 8 € anmieten. Wird nicht funktionieren. Wir wollen ja auch nicht für weniger arbeiten, ne? Also damit können wir ja nicht leben. Das heißt also, wir müssen irgendwo einen gesunden Mittelweg finden. Geschwindigkeit ist wichtig. Mache Kompromisse in der Lage und perspektivisch in deiner Lebenssituation versuch wirklich zu gucken, wie kannst du Eigentum bilden? Wie komme ich in eine Eigentumswohnung, damit ich diesen teuflischen Mietwohnungsmarkt, der die nächsten Jahre nicht unbedingt besser wird, wie komme ich raus aus diesem Mietwohnungsmarkt rein in die Bildung von Eigentum in dein Vermögen? In Berlin gibt es ungefähr 2 Millionen Wohnungen. 1,7 davon sind vermietet, 300.000 als Eigentumswohnungen genutzt. Die Leerstandsquote in Berlin liegt bei weniger als 1%. Weil ältere Mietverträge in Berlin noch immer vergleichsweise günstig sind, zahlten zuletzt etwa 70% aller MieterInnen noch weniger als 8 € pro Quadratmeter. Die Angebotsmieten steigen dafür seit Jahren rasant. 2023 noch einmal um 18%. Bei einer Erstvermietung in Neubauten werden inzwischen Mietpreise von bis zu 30 € pro Quadratmeter verlangt, sagt Achim Ammann. Wir fahren zu einer Wohnungsbesichtigung nach Charlottenburg. Eine Einzimmerwohnung, die möbliert und für 2 Jahre befristet vermietet wird. Wie verändert sich Berlin die nächsten 10 Jahre
auf dem Wohnungsmarkt? Es gibt immer mehr Nachfrage. Deswegen gehe ich davon aus, dass das nicht unbedingt besser wird, wenn nur durch den demografischen Wandel, dass die Leute einfach ihre Wohnung verlassen, weil sie entweder versterben oder diese Wohnung nicht mehr nutzen können. Und dann ziehen dann da junge Familien ein. Ne? Also ich glaube, alle Leute, die in 10 Jahren, wenn du heute in 10 Jahren zurückrückst, werden sich alle ärgern, dass sie heute nicht gekauft haben, weil an sich spricht alles für steigende Preise, steigende Mieten. Wir gehen davon aus, dass so 30-40% des Haushaltsnettoeinkommens für das Thema Wohnen draufgehen. Bei der Besichtigung, was erwartest du da? Ich weiß nicht, was auch vielleicht die Leute angeht. Das ist eher gut situierte Menschen. Ja, du wirst gleich sehen, wir haben relativ viele Expats, also Leute, die hier einen Job angefangen haben, die eine Wohnung suchen. Ich glaube, wir haben 2, 3 Termine mit Interessenten, die auch schon etwas länger suchen. Die Besichtigung in der Brandenburgischen Straße in der Nähe des Kuhdamms leitet heute Achim Ammanns Kollege Julius Dolz. Wir haben hier genau 1130 mit 70 € Nebenkosten, also genau 1200 würde das jetzt kosten und das ist halt eigentlich alles mit drin. Es sind eigentlich auch Wohnungen, die mehr so für Leute sind, die jetzt in Berlin mal ankommen und so einen Start brauchen. Merkst du es eigentlich, wenn jetzt Interessenten kommen und die versuchen so auf Krampf dich voll zu quatschen oder so mit dir ins Gespräch zu kommen? Nervt das manchmal? Das ist nachgefragt. Nee, manchmal ist es schon lästig, vor allem wenn du in einer Besichtigung bist mit mehreren Leuten und einer pickt dich so raus und du bist mit denen im Gespräch, weil du kannst den anderen ja nicht irgendwie Fragen beantworten oder so für die da sein und irgendwie ein Verhältnis oder aufbauen. Ja, hat man halt ab und zu. Die meisten sind sogar sehr schüchtern, die sich dann so zurückhalten und wie es beim Verkauf ist, also in der Vermietung haben wir auch Leute, die wirklich gar keine Fragen stellen, die reden nicht mal ein Wort mit dir und bewerben sich am Ende trotzdem, wo du dann denkst so, okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Wie ist es so privat? Also hast du viele Freunde, die dann so bei dir ankommen und sagen so, hey, hast du eine Wohnung? Oder so? Ganz viele. Seit dem Job hast du ganz viele Freunde. Ganz viele Freunde. Tatsächlich viele Leute, ich habe gesagt, Jungs, ihr könnt alle eine Wohnung haben, aber die könnt ihr halt nicht bezahlen. How long have you been searching for a flat in Berlin? For 2 weeks now. Jetzt seit 2 Wochen. Ja, genau. Noch nicht so lang. Bis jetzt kenne ich nur die anfänglichen Probleme, in Berlin eine Wohnung zu finden. Ich habe gehört, dass es sehr schwierig sein soll. Und das war es bis jetzt auch für mich. Ja, seit ungefähr einem Jahr. Ja, genau. Ich glaube, es ist so schwer, eine Wohnung in Berlin zu finden, weil es so viele Menschen gibt, die eine Wohnung mieten wollen. Ich finde, es ist viel komplizierter, als einen Job zu finden. Einen Job würde ich in 1,5 Monaten finden. Ich habe über 5 Jobangebote. Ich weiß wirklich nicht, wie man eine Wohnung findet. Wir haben Achim Ammann und Julius Dolz nach Tipps für WohnungsbewerberInnen gefragt. Natürlich sollten die Unterlagen vollständig sein. Eine aktuelle Schufa, Gehaltsnachweise und eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung sind ein Muss. Ein kurzes und prägnantes Anschreiben und ein Lebenslauf können je nach Vermieter helfen und sollten bei der Bewerbung nicht fehlen. Allerdings, zu sehr auf die Tränendrüse drücken sollten BewerberInnen nicht. Auf Wohnungsinserate sollten BewerberInnen außerdem schnell reagieren. Wer wegen Kindern an einen Standort gebunden ist, sollte das unbedingt als Argument anführen. Hobbys sind in der Regel keine entscheidenden Faktoren. Wer in einem überlaufenden Kiez keine Wohnung findet, der könnte vielleicht nach Ecken Ausschau halten, die weniger überlaufen sind. In Berlin nennt Achim Ammann als Beispiele Hellersdorf, Oberschöneweide, aber auch Siemensstadt und Charlottenburg-Nord, wo er uns durch einen Neubau mit künftigen Mietwohnungen führen will. Wir sind jetzt hier in Siemensstadt und hier ist es ein bisschen weiter außerhalb, wir sind ein bisschen gefahren und die Wohnungssituation ist eine besondere, weil hier ist ein Neubau, hier ist ein älteres Gebäude, ja, genau nebeneinander. Ja. Was hat es damit auf sich? Also hier sind wir bei 7,50 € Miete und hier fangen wir so bei 28, 30 € den Quadratmeter an. Das ist quasi die Vergangenheit und das ist die Zukunft. Wir sind noch in Charlottenburg, das heißt also direkt Siemensstadt ist auf der anderen Seite der Straße. Und hier ist halt weniger Nachfrage als jetzt zum Beispiel in Kreuzberg, Neukölln, Mitte, Prenzlauer Berg. Also insgesamt ist hier weniger Nachfrage. Und die letzten Jahre hat sich durch die Schließung des Flughafens Tegel, hat sich das gesamte Gebiet hier verändert. So, wir befinden uns jetzt in dem Mikro-Apartment, was unter 1.000 € zu mieten ist. Du hast rechts die Küche, eine kleine Küche, die ist mit drin im Kaufpreis oder auch in der Miete natürlich. Hier wäre dann das Thema Sitzecke und Schlafecke. Da könnte man hier es gibt ja die sogenannten Bowie-Wandbetten, ne? Dass man die so runterklappt. Hier ist dann Balkon, 21 Quadratmeter Wohnfläche. Hier wäre dann Arbeitsbereich oder wenn du sagst, ich möchte gerne lieber eine Couch haben, wäre hier. Und hier ist das Badezimmer mit einer Dusche. Und das ist das, was es unter 1.000 € monatlich zu mieten gibt. Also extrem klein. Der Arbeitgeber
mietet diese Immobilien für seine Mitarbeiter. Häufig ist das so, dass die Arbeitgeber gar keine Mitarbeiter mehr finden, weil die keinen Wohnraum kriegen. Das heißt also, würdest du bei Siemens arbeiten und du hättest diese Wohnung mit in deinem Arbeitsvertrag mit drin. Und dann würdest du dann eben pendeln können. Das ist zum Beispiel ein großer Markt mittlerweile. 21 Quadratmeter sind mir eigentlich eine Nummer zu klein. Dabei habe ich meine Ansprüche sogar schon runtergeschraubt. Aber vielleicht kommt es auch darauf an, wo man nach Wohnungen sucht. Das sagt auch Achim Ammann. Die ganzen Inserate bei Kleinanzeigen oder auch das schwarze Brett bei Lidl, Netto, Aldi, Kaufland, wie sie alle heißen, die funktionieren. Bei uns als Immobilienmakler oder Verwalter ist es für dich ganz schwer, eine Wohnung zu kriegen. Warum? Wenn wir ein Inserat schalten, also jetzt zum Mietspiegel zum Beispiel, 7,50 €, 8,50 € kalt, haben wir 50 Anfragen in 5 Minuten. Das heißt, du kommst in eine brutale Wettbewerbssituation. Was hältst du denn so von so Portalen wie ImmoScout24 beispielsweise? ImmoScout24 ist der Marktführer in Deutschland. Ich glaube, die haben 70–80% der Inserate findest du dort. Das sagt zumindest Scout selber. Die Vermietungsanzeigen landen eher selten bei Scout. Schlauer ist es, den Suchagenten zu platzieren, bis du alle Portale abdeckst. Viele Mietinserate findest du gar nicht bei Scout, sondern die findest du bei irgendwelchen kleinen Immobilienportalen, die keiner so wirklich kennt. Oder auch, wie gesagt, schwarze Brett, die Einkaufsmärkte, die Immobilien, die Hausverwaltung, überall dich auf die Liste setzen lassen. Das bringt auf jeden Fall was. Ich habe auf jeden Fall jetzt viele Sachen gelernt, zum Beispiel, dass es richtig wichtig ist, schnell auf Inserate zu reagieren, um möglichst einer der Ersten zu sein. Meine Unterlagen mit dem Lebenslauf, mit dem Anschreiben, die waren eigentlich schon ganz gut. Bleiben eigentlich nur noch meine Erwartungen und Ansprüche übrig, die ich wahrscheinlich senken muss. Also bin ich dazu bereit, weiter rauszuziehen? Bin ich dazu bereit, einen längeren Arbeitsweg zu haben oder weiter weg von meinen Freunden zu sein? Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Kompromisse tun mir persönlich auf jeden Fall weh. Ich weiß nicht, ob ich die eingehen würde. Und ja, jetzt interessiert mich eure Meinung. Würdet ihr solche Kompromisse eingehen? Schreibt es mal in die Kommentare.